Mit grobem Werkzeug Details in Holz schnitzen. Der Kettensägenkünstler Michael Tamosus verwandelt einen Baumstamm zu einem Kunstwerk. Diese rohe Gewalt so einzusetzen, dass es am Holz keine rohe Gewalt mehr ist. Ja. Der Kettensäge, es macht absolut Spaß, klar. Michael Tamosus ist Vize-Weltmeister im Kettensägenschnitzen. Sein Atelier liegt auf dem Gelände eines stillgelegten Betonwerks in Oberschwaben. Je nach Motiv laufe ich über den Platz und gucke erst mal von der Größe her, was passen könnte. Dann gucke ich nach Holzfehlern, Ästen. Ja, das Wichtigste ist die Größe, eigentlich erst mal der Durchmesser. In diesem Baumstamm steckt ein Braunbär. Aus dem gewaltigen Eichenstamm soll in wenigen Tagen eine lebensechte Holzskulptur entstehen. Auf dem Gelände hat Michael Tamosus einen großen Vorrat an Hölzern. Der Stamm ist im Moment noch 2,40 lang. Aber ich muss eine Scheibe abschneiden, um die schlechte Stelle rauszubekommen. Und ich hoffe, ich kriege ihn auf 2 Meter. Ein Eichenstamm mit geschätzten 800 Kilo Gewicht. Etwa die Hälfte wird die Holzskulptur später wiegen. Ja, Stamm ist gesund. Und ich mache jetzt noch einen schrägen Schnitt, damit der Stamm, wenn er steht, leicht geneigt ist. Dann habe ich mehr Platz für den Bären im Stamm. Ich beziehe mein Holz aus dem regionalen Wald. Ich habe Kontakt mit verschiedenen Förstern, die mir sagen, jetzt ist was da für dich, das für dich geeignet wäre. Und dann schaue ich mir das an und kaufe es. Auch von Privatpersonen, wenn im Garten Bäume gefällt werden müssen. Und es wird auch nichts wegen mir gefällt, muss man auch dazu sagen. Also das sind alles Hölzer, die sowieso liegen. Ja, ich brauche viele Kettensägen. Die haben alle eine verschiedene Stärke, Größe, verschiedene Schienenlänge. Einfach um flexibel zu sein. Am Anfang große Sägen für große Schnitte und dann kleine Sägen für kleinere Schnitte. Ich fange jetzt an mit Entsplinten, damit ich ans Kernholz komme. Der Splint ist nicht haltbar, der muss von der Eiche runter. Und dann habe ich das Kernholz, mit dem kann ich arbeiten. Ja, zum Kettensägenschnitzen oder Motorsägenschnitzen bin ich gekommen. Wahrscheinlich, ich weiß es selber nicht so richtig, weil ich Forstwirt gelernt habe ursprünglich mal. Deswegen die Motorsäge. So, eigentlich habe ich immer schon so Sachen gemacht. Ich habe an Steinen rumgeklopft und viel gemalt. Und irgendwann kam ein Kollege von mir auf die Idee, hat ein großes Blockhaus gebaut und wollte an die Pfette so einen stilisierten indianischen Adlerkopf. Und kam auf mich zu und hat gesagt, mach mal. Und das habe ich dann probiert. Und ja, hat funktioniert und so hat das angefangen. Das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe. Ja. Dann habe ich weitergemacht und andere Sachen probiert, andere Motive probiert. Und war dann relativ schnell klar, dass es für mich funktioniert. Und dann wurde das immer mehr. Und heute lebt er vom Kettensägenschnitzen. Ich lege jetzt einen Sockel fest, eine Sockelhöhe, wo der Bär drauf steht. Und dann werde ich den restlichen Stamm ausmessen und gucken, wie der Bär von den Proportionen her reinpasst. Ja, das ist jetzt die grobe Form, einfach nur als Anhaltspunkt. Und jetzt fange ich an, die Konturen ganz grob auszublocken, sagt man. Was ich wo mache, das kann ich vorher nie sagen. Das kommt aus dem Gefühl raus, ich kann es nicht sagen. Das ist keine Bauanleitung.
Um die feinen Sägespäne nicht einzuatmen, arbeitet Michael Tamosus mit einem Filtersystem, das mit dem Schutzhelm verbunden ist. Wenn ich am Holz schnitze, nehme ich weg. Ich zerstöre im Prinzip. Zerstören, also wegnehmen, um etwas Verborgenes zutage zu fördern. Damit der Holzschnitzer auf Augenhöhe mit seinem Kunstwerk ist, verwendet er eine Bank. Das erleichtert die Arbeit mit den über 5 Kilo schweren Schnitzwerkzeugen. Schnitt für Schnitt wachsen Werk und Künstler immer mehr zusammen. Ich weiß nicht, ob verinnerlichen das richtige Wort ist. Also ich werde jetzt nicht zum Bären. Aber ja, ich versetze mich gewissermaßen schon rein. Klar, wie er da steht, ob die Haltung natürlich ist. Ich laufe immer drumherum nach jedem Schnitt und gucke, passt das noch ein Stück mehr. Hoffentlich war es nicht zu viel. Und taste mich so ran. Ich fange im Normalfall erst mit den ganz groben Formen an, aber generell, egal bei welcher Figur, immer zuerst der Kopf. Weil sich irgendwo alles nach dem Kopf richtet, von der Größe her, ist der Kopf eigentlich das Wichtigste. Und wenn der Kopf fertig ist, hat man die Größe der Skulptur vorgegeben. Mit grobem Werkzeug feine Konturen schaffen. Für die ersten Schritte verwendet der Woodcarver große Benzinsägen mit viel Leistung und langen Schwertern. Die setzt er bei der harten Eiche für die tiefen ersten Schnitte ein. Später, wenn es um die Feinheiten geht, werden die Sägen dann immer kleiner, die Schneidwerkzeuge dünner und auch spitzer. Es ist immer ein Rantasten irgendwo an das, was man im Kopf hat, an das, was es werden soll und das, was das Holz hergibt. Auch das Schärfen der Ketten gehört zum täglichen Ablauf des Holzkünstlers. Das Schärfen oder besser Feilen ist eine Kunst für sich. Mehrere Winkel müssen beachtet werden, damit die Zähne der Kette später wieder gut greifen. Wie man hier sieht, ich markiere mir immer den ersten Zahn, dann sehe ich schneller, wenn ich durch bin. Aber muss bei jedem Zahn gleichmäßig sein und auf jeder Seite gleichmäßig, weil sonst die Säge verläuft. Genau diese Feinarbeit, diese Detailverliebtheit schätzen seine Kunden. Die kommen auf ihn zu mit dem Wunsch, Familienmitglieder, aber auch ihre Haustiere abbilden, porträtieren zu lassen. Firmen treten mit speziellen Aufträgen an den Künstler heran. Seine besondere Leidenschaft gilt dem Figürlichen, den Körpern, der menschlichen Darstellung und immer wieder dem Ausdruck von Gesichtern, der Lebendigkeit, die er aus den Hölzern schafft.
Auch wenn Michael Tamosus Aufbau, Proportionen und Gestalt seiner Skulptur weitestgehend vor dem inneren Auge formt, orientiert er sich auch immer wieder an einer Vorlage. So nähern sich Fantasie und Interpretation des Künstlers dem realen Bild des Bären an. Der Lärm der Säge bringt ihn nicht aus der Ruhe. Nein, mit der Lautstärke habe ich keine Probleme. Ich habe Kopfhörer auf, habe es ständig um mich, deswegen höre ich es wahrscheinlich gar nicht mehr so. Also ich höre es schon, aber ich nehme es nicht wahr. Und meistens habe ich Musik im Ohr. Ja, das Tanken stört mich manchmal, wenn man so drin ist in so einem Flow und plötzlich ist der Tank leer. Dann ist das irgendwie absolut störend, weil man ist gerade drin in der Figur und weiß genau, was jetzt als nächstes kommt und jetzt muss man unterbrechen und tanken gehen. Das ist manchmal sehr störend. Das wäre natürlich schöner, das direkt weitermachen zu können. Aber tanken muss halt auch sein. Ja. Der Verbrauch, das hängt davon ab, wie groß die Säge ist, welche Säge man benutzt und wie man damit arbeitet. Ob man jetzt ständig Vollgas fährt oder bei Details vielleicht weniger und dezenter Gas gibt, dann ist der Verbrauch dementsprechend weniger. Von oben nach unten. Der international bekannte Holzkünstler arbeitet sich bis runter zu den Hinterläufen des aufrecht stehenden Wildtiers. Grobe Schnitte zeichnen den Weg für den Verlauf der mächtigen Beine. Bis jetzt waren es eigentlich nur Schnitte, mehr oder weniger gerade Schnitte, natürlich auch runde Schnitte. Und jetzt arbeite ich mehr, also jetzt gerade in dem Fall, mehr mit der Spitze. Da kann man die Vertiefungen rausraspeln oder Strukturen machen oder ja, alles Mögliche. So eine Haarsträhne fällt ja irgendwie und mit der Körperform wählt die sich. Manche steht mehr raus, manche steht mehr rein. Der Bär hat zum Beispiel hier um den Hals ja wie so ein Kragen, so ein Fellkragen. Und das hole ich jetzt damit hier so ein bisschen raus. Dafür nutzt er unter anderem spezielle Carving-Schienen, die eine besonders schmale und steile Spitze aufweisen. Sie machen das Schneiden enger Radien möglich. Ich markiere mir gerade die Position der Krallen an den Tatzen, den oberen und den unteren Läufen, einfach um ungefähr zu wissen, wo kommen sie hin. Ich finde die Beine immer irgendwie schwierig, aber ich glaube, das liegt nur an mir. Der Rest geht eigentlich, aber Beine beim Bären, die sind irgendwie weiß nicht, so undefinierbar, keine Ahnung, vor lauter Fell. Ja, die Tatzen sind dann wieder irgendwo genauer zu erkennen. Man muss halt die Finger, sage ich mal, die Fingerknochen leicht andeuten, wo dann die Krallen rauskommen. Also bei uns die Fingernägel sind ja anatomisch ähnlich aufgebaut. Jetzt geht's dann langsam in die Details, ja. Dass sich der Kettensägenstil von Michael Tamosus durch Detailverliebtheit auszeichnet, sagen ihm andere Künstler immer wieder. Auch bei den internationalen Meisterschaften, an denen er regelmäßig teilnimmt. Bei einem der größten Turniere wurde er bereits Vize-Weltmeister. Es ist genau das schwere, grobe Werkzeug, das ihn bei seiner Kunst besonders reizt. Selbst wenn man das alles mit traditionellen, viel feineren Schnitzmessern und Stechbeiteln erschaffen könnte. Aber auch der Meister der Kettensägen verwendet kleinere Instrumente. Das ist eine Akkumotorsäge und die ist leicht handlich, kurzes Schwert, hat nicht so viel Power. Genau richtig für Details, lässt sich gut damit arbeiten. Also ich fange jetzt das Gesicht an zu machen. Also wo sitzen die Augen, wie groß sind die Augen, wo sind die Wangenknochen. Es geht alles in viel zotteliges Fell über.
Beim Gesicht sind die Augen extrem wichtig. Die geben am meisten Ausdruck. Die geben dem Ganzen irgendwo dann Leben. Grundsätzlich eignet sich für eine solche Skulptur jede Holzart. Im Außenbereich besonders Eiche wie hier. Das Holz ist recht witterungsbeständig und überlebt auch Regen oder Schnee, am besten allerdings ohne Kontakt zu feuchtem Boden. 20 bis 30 Jahre, je nach Holzqualität auch länger, hält eine Skulptur aus Eiche Wind und Wetter stand. Für die einzelnen Strähnen oder Zotteln fange ich an, die grobe Felsstruktur anzulegen, so wie hier, wie man das hier sieht. Einfach einzelne grobe Strähnen rausarbeiten. Immer in der Bewegung von der Figur. Einfach, dass das Fell natürlich fällt. Und wenn ich das angelegt habe, dann vertiefe ich das, dass die obere Zottel über der unteren liegt. Und dann kommt die Haarstruktur rein. An manchen Stellen hat er feineres Haar und an manchen Stellen sind die einfach länger und dicker, die Zotteln. Fleißarbeit, Fell anlegen ist Fleißarbeit. Da kann man sich schon rein vertiefen, vielleicht hat es auch was Meditatives. Man muss trotzdem darauf achten, dass einfach die Richtung vom Fell stimmt. Nicht zu gleichmäßig, aber auch nicht zu wild, je nachdem, wie man es will. Einfach mit der Bewegung. Wenn der Arm in der Position ist, geht das Fell oben schon in die Richtung, aber es hat ja auch ein gewisses Gewicht, also fängt es an der Seite mehr an zu hängen. Und darauf muss man einfach achten, dass die Struktur oder die Form von der Strähne in die richtige Richtung hängt. So eine Herausforderung ist immer irgendwo eine gewisse Bewegung reinzubekommen, vielleicht einen gewissen Ausdruck und ja, die Details, die es eigentlich ausmachen. Fell, Haltung, Ausdruck. Schnitzpause, um das Fell des Bären von Sägespänen zu befreien. Dann arbeite ich so lange dran, bis ich einigermaßen da bin, wo ich hin will. Ja. Ich bin nie zufrieden, aber ja, könnte werden. Zustand, es könnte werden, ja. So treibt ihn sein eigener Anspruch zur Perfektion. Ich schleife jetzt mit dem Schleifmopp, einfach damit die Fusseln, die vom Sägen überall dran sind, die schleife ich weg und ich breche die scharfen, harten Kanten. Dadurch wirkt das Fell weicher. Das ist das, was übrig bleibt. Ich nehme jetzt die Flex, um die Krallen sauber zu schleifen, die letztendliche Form zu geben. Ein Flex, weil die einfach sehr flach ist und man in die Zwischenräume gut hineinkommt.
Mit der Kettensäge war ich ja schon dazwischen, aber zum Sauberschleifen brauche ich halt was Flaches, was dazwischen passt. Für die Vollendung muss die Skulptur staubfrei sein. Die transparente Acrylfarbe kann sich so auf das Holz legen, die Wetterbeständigkeit unterstützen und den Gesamteindruck verfeinern. Mit der Farbe hole ich jetzt die Tiefe vom Fell raus und kann noch ein paar Schatten setzen. Fertig. Zum ersten Mal nach 4 Tagen Arbeit kehrt fast schon andächtige Ruhe ein. Als ob der Künstler noch einmal sein inneres Bild mit der entstandenen Skulptur abgleicht. Stimmen die Gesichtszüge, der natürliche Ausdruck, das Fell und all die anderen Details? Der Bär. 2 Meter groß, 400 Kilo Eichenholz. Aus mancher Perspektive wie in Stein gemeißelt. Lebendig und doch aus einem einfachen Baumstamm entstanden, in ein Kunstwerk verwandelt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.